Das Eis und das Feuer, der letzte Winter der Grönland-Wikinger. Prolog, die im Eis verborgenen Geschichten. Mitten im Nordatlantik liegt eine Insel. Bedeckt von gewaltigen Eismassen Grönland. Heute ragen an den tief eingeschnittenen Fjorden der Südwestküste nur noch verfallene Steinmauern in die Luft. Spuren von Menschen, die einst hier lebten. Doch wer sie waren, das konnte lange niemand sagen. Durch die Ritzen der Steine flüstert der Wind. Eine jahrhundertealte Geschichte. Einst, so erzählt man sich, lebten hier Menschen vom äußersten Rand Europas. Sie hielten Vieh, bauten Kirchen und warteten auf Handelsschiffe, die den Atlantik überquerten. 500 Jahre lang siedelten sie auf dieser Insel aus Eis. Und eines Tages waren sie einfach verschwunden. Zurück blieben nur ihre Häuser und ihre Gegenstände. Keine Spur von den Menschen selbst. Diese Geschichte handelt von ihrer letzten Generation. Von jener Zeit, als das Eis näher rückte. Das Meer zufror. Und die Schiffe, die sie einst mit der Heimat verbanden, für immer ausblieben. Erstes Kapitel, Eriks Versprechen. Erster der Mann, der Grönland seinen Namen gab. Im Jahr 985 nach Christus musste ein Mann Island verlassen. Eiríkr Rauði Erik der Rote war wegen Totschlags verurteilt worden und sollte 3 Jahre im Exil verbringen. Also ruderte er nach Westen. Was er dort fand, so erzählen die Sagas, war ein grünes Land mit saftigen Wiesen. Er gab ihm einen verheißungsvollen Namen, Grönland. Denn ein guter Name, das wusste er, lockt Siedler an. Grönland klang besser als Island. Im selben Jahr segelte Erik mit 25 Schiffen von Island aus. Stürme und Nebel ließen nur 14 Schiffe ihr Ziel erreichen. So begann die Geschichte der Grönland-Wikinger. Sie kamen in einer Zeit, die man heute die mittelalterliche Warmzeit nennt. Etwa 950 bis 1250 nach Christus. Das Klima war milder als heute. Und tief in den Fjorden erstreckten sich grüne Weiden. Hier gründeten sie 2 Siedlungen. Die Österbeigt, Ostsiedlung. Und die Westerbeigt, Westsiedlung. Zweiter die Geburt des Thorvald. Erik hatte einen Sohn. Er hieß Thorvald. Und wuchs auf den Knien des Vaters auf. Lauschte den Geschichten vom Meer und vom Eis. Vater, warum sind wir so weit in die Ferne gezogen? Erik strich dem Jungen über den Kopf. In unseren Adern fließt das Meer, mein Sohn. Wer stillsteht, vergeht. Dieses Land ist unser Versprechen. Wir werden Schafe und Ziegen züchten, Walrosse jagen und ihr Elfenbein verkaufen. Dann werden wir gedeihen. Hand in Hand stiegen sie den Hügel hinauf. Unter ihnen erstreckten sich die Wiesen und der Fjord. In der Ferne glitzerten die Gletscher. Für immer prägte sich dieses Bild in Thorvalds Seele. Zweites Kapitel, die Zeit der Blüte. Erster eine Stadt aus Stein und Torf. Jahrhunderte vergingen. Mitte des 12. Jahrhunderts erlebten die Siedlungen der Grönland-Wikinger ihre Blütezeit. Etwa 3000 bis 5000 Menschen lebten nun in den beiden Hauptsiedlungen. Thorvald war inzwischen ein ergrauter Häuptling geworden. Sein Sohn Olafr wuchs in seine Fußstapfen und sollte ihn eines Tages als Anführer beerben. 1126 erreichte sie eine wichtige Nachricht. In Grönland wurde ein eigener Bischofssitz eingerichtet, dem norwegischen Erzbistum Nidaros unterstellt. In Garra entstand eine Kathedrale, die bald zu einem stolzen Bau heranwuchs. Olafr stand auf der Baustelle der neuen Kirche. Er sah die Menschen, die Steine schleppten, die Zimmerleute, die das Holz bearbeiteten. Ein beeindruckendes Schauspiel.
Vater, brauchen wir wirklich eine so große Kirche? Torvald lächelte. Eine Kirche ist mehr als ein Ort des Glaubens, mein Sohn. Sie ist der Beweis, dass wir in diesem Land Wurzeln geschlagen haben. Der norwegische König und der Papst werden sie sehen. Und wissen, hier leben zivilisierte Menschen. Zweite weißes Gold, das Walross-Elfenbein. Der wahre Reichtum Grönlands lag im Elfenbein der Walrosse. Im mittelalterlichen Europa waren Kreuze, Schachfiguren und Reliquiare aus Walross-Elfenbein begehrte Luxusgüter. Die Grönland-Wikinger handelten mit diesem weißen Gold und importierten dafür Eisen, Holz und Getreide. Alles, was sie zum Überleben brauchten. Jeden Sommer brach Olafur mit seinen Männern nach Norden auf. Hunderte von Meilen ruderten sie bis zur Diskobucht, um Walrosse zu jagen. Es war eine gefährliche Reise. Denn nur in den kurzen Sommermonaten war das Meer dort eisfrei. Eines Jahres nahm Olafur seinen 15-jährigen Sohn Einar mit auf die Jagd. Vater, warum müssen wir so weit fahren, nur um zu jagen? Olafur ruderte weiter, ohne innezuhalten. Unser Überleben hängt vom Elfenbein ab. Solange die norwegischen Schiffe nicht kommen, müssen wir es verkaufen. Um Eisen zu bekommen, um Holz zu bekommen. Um den Winter zu überstehen. Die Jäger erlegten Dutzende von Walrossen. Sie schnitten das Elfenbein heraus und nutzten die Häute für den Bootsbau. Im Herbst segelten sie schwer beladen zurück. In jenem Winter sollte ihr Schiff mit wertvoller Fracht nach Norwegen fahren. Dritter zwischen Freiheit und Königstreue. 1261 geschah etwas Entscheidendes. Die Grönland-Wikinger unterwarfen sich dem norwegischen König. Ein Jahr früher als die Isländer. Sie behielten zwar ihr eigenes Recht, aber sie schworen dem König die Treue. Einar, inzwischen erwachsen, reiste als Vertreter der Siedlung nach Norwegen. Als er zurückkam, sagte er zu seinem Vater: Wir sind nun Untertanen des Königs. Olafur seufzte tief. Es ist wohl die klügere Wahl. Aber vergiss nicht: Unser Schicksal liegt in unseren eigenen Händen. Der König ist fern, das Eis ist nah. Drittes Kapitel: Die Schatten der Veränderung. Erster: Das Land kühlt ab. Im frühen 12. Jahrhundert begann eine leise, aber unaufhaltsame Veränderung. Das Klima wandelte sich. Die Forschung zeigt: In nur 80 Jahren sank die Durchschnittstemperatur um 4 Grad Celsius. Eine Veränderung, als würde das Klima von Edinburgh plötzlich dem von Reykjavik gleichen. Einar wollte es zuerst nicht glauben. Aber die Sommer wurden kürzer, die Winter länger. Das Gras auf den Weiden wuchs spärlicher. Das Vieh begann zu hungern. Eines Tages kam ein Bauer zu Einar. Häuptling, schon wieder ist eine Kuh verendet. Sie hat den Winter nicht überstanden. Einar sah die Verzweiflung in den Augen des Mannes. Er ging selbst auf die Weiden. Der Boden war gefroren. Das mühsam eingebrachte Heu ging zur Neige. Zweiter: Die Hinwendung zum Meer. Die Wikinger versuchten, sich anzupassen. Ihre Ernährung verlagerte sich zunehmend auf Meeresstiere. Die Wissenschaft hat errechnet, dass zu Beginn der Besiedlung 80% der Nahrung aus der Landwirtschaft stammten. Am Ende waren es 80% Meeresstiere. Vor allem Robben wurden gejagt. Insbesondere Sattelrobben und Klappmützen. Einars Sohn Magnus wurde Jäger. Eines Tages fragte er seinen Vater: Warum halten wir keine Kühe mehr? Kühe können nicht auf dem Eis leben, mein Sohn. Aber Robben leben auf dem Eis. Also müssen auch wir uns verändern. Wie die Robben. Tag für Tag fuhr Magnus nun hinaus aufs Meer, um Robben zu jagen.
Der Stolz auf die bäuerliche Tradition verblasste. An seine Stelle trat der tägliche Kampf ums Überleben. Dritter das Ende des weißen Goldes. Das größte Problem aber war der Niedergang des Elfenbeinhandels. Die Überjagd hatte die Walrossbestände in der Diskobucht drastisch dezimiert. Die Jäger mussten immer weiter nach Norden vordringen. In immer gefährlichere Gewässer. Die Forschung spricht hier von einem klassischen Muster der Ressourcenerschöpfung. Magnus führte seine Expeditionen bis zur Baffinbucht. Es war zu weit, zu gefährlich. In den kurzen Sommermonaten mussten sie Hunderte von Meilen rudern. Und auf dem Rückweg drohte stets die Gefahr, vom Eis eingeschlossen zu werden. Dann kam die nächste Hiobsbotschaft. Der Wert des Walross-Elfenbeins auf den europäischen Märkten sank. Afrikanisches Elefantenelfenbein war größer und von besserer Qualität. Und es wurde zur neuen Mode. 1282 forderte Papst Martin IV die Grönländer auf, ihren Kirchenzinten künftig in Silber und Gold zu entrichten. Das Elfenbein genügte dem Papst nicht mehr. Als Magnus von einer Jagd zurückkehrte, sagte er zu seinem Vater: Vater, der Elfenbeinhandel lohnt sich nicht mehr. Unser Fang bringt kaum noch die Hälfte des früheren Preises. Einer blickte aufs Meer hinaus und murmelte: Wovon sollen wir dann leben? Unser weißes Gold ist versiegt. 4. Kapitel: Die Zeit der Isolation. 1. Die abgerissene Verbindung. Mitte des 14. Jahrhunderts suchte die Pest Europa heim. Norwegen wurde schwer getroffen. Und der Handel mit Grönland brach fast völlig zusammen. Das königliche Handelsmonopol war längst geschwächt. Die Schiffe kamen seltener, dann gar nicht mehr. Ein Enkel Ketil stieg jeden Sommer auf den Hügel und blickte aufs Meer hinaus. Er wartete auf die Schiffe aus Norwegen. Aber sie kamen nicht. Ein einziges Mal, nach langer Zeit, tauchte doch ein Schiff am Horizont auf. Ketil eilte voller Freude hinunter. Doch der Kapitän, der ihm entgegentrat, blickte düster. Ketil, ich bringe schlechte Nachrichten. Der König kann keine Schiffe mehr nach Grönland schicken. Es ist zu weit, das Eis zu gefährlich. Ketil war verzweifelt. Und wie sollen wir jetzt überleben? Ohne Eisen, ohne Holz? Helft euch selbst, so gut ihr könnt. Wir können nichts mehr für euch tun. Dieses Schiff war das letzte. Niemals wieder sollte ein norwegisches Schiff die grönländischen Fjorde erreichen. 2. Die Begegnung mit den Inuit. Doch die Wikinger waren nicht allein in Grönland. Im Norden lebte ein anderes Volk, die Inuit. Seit Jahrtausenden waren sie an die Arktis angepasst. Zogen mit den Jahreszeiten. Jagten Robben, Wale und Rentiere. Die Wikinger nannten sie Skraelingar. Ein Wort, das wohl Schwächlinge bedeutete. Aber vielleicht auch einfach Fremde. Die Sagas berichten von Zusammenstößen. Mitte des 14. Jahrhunderts, so ist überliefert, töteten Skraelingar 18 Männer. In der Nähe der Westsiedlung. Einmal begegnete Ketil einer Gruppe invitischer Jäger. Misstrauisch standen sie einander gegenüber. Aus sicherer Entfernung. Ketil betrachtete ihre Kleider aus Fellen, ihre Harpunen, ihre Hundeschlitten. Er dachte: Wie schaffen die das nur, in diesem Land zu leben? Warum können wir nicht so leben wie sie? Die Forschung betont, dass zwischen Inuit und Wikingern keine dauerhafte und bedeutungsvolle Beziehung entstand. Ihr traditionelles Wissen über die Arktis gaben die Inuit nicht weiter. Die Begegnungen blieben meist feindselig. 3. Das Schweigen der Westsiedlung. Um 1350 verstummte die Westsiedlung.
Eine isländische Quelle berichtet, dass ein Priester, der die Westsiedlung besuchte, nur noch verlassene Häuser und verwildertes Vieh vorfand. Die Menschen waren spurlos verschwunden. Ketil machte sich mit seinem Sohn Thorstein auf den Weg zur Westsiedlung. Als sie ankamen, traf sie der Schock. Die Kirchentür stand offen. Der Kelch auf dem Altar lag noch da. In den Häusern fanden sie Geschirr und Werkzeuge. Sogar Speisen standen noch auf den Tischen. Vater, wo sind all die Menschen hin? Ketil schwieg. Er blickte nur aufs Meer hinaus. Langsam rückte das Eis näher. Die Wissenschaft hat eine Theorie. Vielleicht sind die Menschen nicht einfach gestorben. Vielleicht hörten sie nur auf, Wikinger zu sein. Vielleicht gaben sie ihre traditionelle Lebensweise auf und übernahmen die der Inuit. Dann wären sie nicht mehr als Wikinger zu erkennen gewesen. Sie wären in der einheimischen Bevölkerung aufgegangen. 5. Kapitel, der letzte Winter. Das Meer rückt näher. Die Ostsiedlung hielt sich länger. Aber eine neue Gefahr bedrohte sie. Der steigende Meeresspiegel. Die Forschung zeigt, dass der mittelalterliche Meeresspiegelanstieg in Grönland deutlich höher war als der globale Durchschnitt des 20. Jahrhunderts. Die Weiden ertranken im Salzwasser. Die Küstenwiesen versalzten und verdorrten. Das Land für das Vieh schrumpfte. Wissenschaftler schätzen, dass mehr Land überflutet wurde, als der Brooks-Canyon-Nationalpark an Fläche besitzt. Thorstein war nun der älteste der Siedlung. Tag für Tag sah er zu, wie das Meer das Land verschlang. Vater, wohin sollen wir gehen? Seine Tochter Gudrun fragte ihn voller Sorge. Thorstein schüttelte den Kopf. Es gibt kein Wohin. Im Norden ist nur Eis, im Süden das Meer. Wir sind an dieses Land gefesselt. Zweite Kälte und Hungersnot. 1257 brach in Indonesien der Vulkan Samalas aus. Einer der gewaltigsten Ausbrüche der letzten 7000 Jahre. Die Asche schoss bis in die Stratosphäre und veränderte das Weltklima. In den grönländischen Eisbohrkernen findet sich eine dicke Schicht von Sulfaten aus jenem Jahr. Der Ausbruch beschleunigte den Beginn der kleinen Eiszeit. Diese Kälteperiode sollte bis ins 19. Jahrhundert dauern. Für Grönland bedeutete sie das Todesurteil. Die Sommer wurden immer kürzer, die Winter endlos. Das Meer fror zu. Selbst die Robben zogen fort. 1408 fand die letzte Beurkundung statt. In der Kirche von Hvalsey wurde eine Hochzeit gefeiert. Der Bräutigam war Thorsteins Enkel Sigurd. Die Braut eine Isländerin. An jenem Tag sagte Sigurd zu seiner Braut: Dies ist unsere letzte Festung. Meine Vorfahren beteten in dieser Kirche. Sie lebten auf diesem Land. Wir werden es ihnen gleich tun. Doch nach diesem Datum gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Die Forschung vermutet, dass die Ostsiedlung kurz nach 1408 unterging. Die jüngsten Radiokarbondatierungen deuten auf etwa 1430. Dritter die Stunde der Entscheidung. Im frühen 15. Jahrhundert wurden die Winter immer länger. Die Vorräte waren erschöpft, das Vieh verendet. Nur noch wenige Dutzend Menschen harrten aus. Sigurd berief die letzte Versammlung ein. Vor der Kirche standen sie zusammen und berieten. Wollen wir hier auf den Tod warten? Oder sollen wir ins Ungewisse aufbrechen? Ein alter Mann sprach: Ich bleibe. Ich kann das Land meiner Väter nicht verlassen. Ein junger Jäger entgegnete: Ich gehe. Ich werde zu den Inuit gehen und lernen, wie man in diesem Land überlebt. Sie wissen, wie man hier lebt. Sigurd grübelte lange. Die Forschung hat eine Vermutung.
Als es nicht mehr möglich war, als zivilisierte Europäer zu leben, trafen die Wikinger eine andere Wahl. Vielleicht vermischten sie sich mit den Inuit. Vielleicht wagten sie eine verzweifelte Überfahrt nach Island. In jener Nacht sah Sigurd seine Frau an. Morgen früh werde ich ein Schiff klar machen. Ich werde versuchen, Island zu erreichen. Einer muss es versuchen. Aber das Eis. Ich weiß. Aber besser, als hier zu verhungern, nicht wahr? 6. Kapitel, das schweigende Erbe. 1. Die verlassenen Steine. Niemand kehrte zurück. Die Kirche von Waldsee stand leer. Der Kelch auf dem Altar, das Kruzifix an der Wand. Alles war noch da. In den Häusern lagen Geschirr und Werkzeuge. Sogar Essensreste standen noch auf den Tischen. Die Menschen waren verschwunden. Als wären sie nur kurz vor die Tür getreten. Jahrhunderte später, als Missionare nach Grönland kamen, fanden sie nur Ruinen. 1721 erreichte der dänische Missionar Hans Egede Grönland. Er suchte nach den Nachkommen der Wikinger. Aber er traf nur auf Inuit. Zweite Mythen und Deutungen. Lange suchten die Forscher nach einer einfachen Erklärung. Die Wikinger seien am Klima gescheitert, hieß es. Oder sie seien von den Inuit ausgerottet worden. Oder die Pest habe sie dahin gerafft. Doch die neuere Forschung zeichnet ein komplexeres Bild. Die Wikinger passten sich an. 80% ihrer Nahrung stammten am Ende aus dem Meer. Sie erlernten die Robbenjagd. Sie versuchten, ihre Gemeinschaft zu erhalten. Trotzdem verschwanden sie. Der Grund war nicht einer, es war ein ganzes Bündel. Klimawandel, wirtschaftliche Isolation. Übernutzung der Ressourcen. Konflikte mit den Inuit. Der Zusammenbruch des Handels durch die Pest. Der steigende Meeresspiegel, die Bodenerosion. Der Archäologe James Barrett von der Universität Cambridge fasst es so zusammen. Die starke Abhängigkeit von einem einzigen Handelsgut. Genau jener Faktor, der der Gesellschaft anfänglich Stabilität verlieh, könnte gleichzeitig den Keim für ihre spätere Verwundbarkeit gelegt haben. 3. Eine Lehre für heute. Das Verschwinden der Grönland-Wikinger ist mehr als ein historisches Rätsel. Es ist eine Fallstudie über Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und das Scheitern ökologischer Anpassung, wie Forscher es nennen. Thomas M. Sigowan von der City University New York warnt: Man kann vieles richtig machen und trotzdem sterben. Epilog: Die Geschichten im Eis. Heute stehen an den Fjorden Südwestgrönlands noch Hunderte von Wikinger-Ruinen. Die am besten erhaltene Kirche von Waldsee schweigt seit jener Hochzeit im Jahr 1408. Wenn der Winterwind um ihre Steinmauern streicht, flüstert er Geschichten aus längst vergangener Zeit. Einer flüstert: Warum sind wir gegangen? Ein anderer antwortet: Wir sind nicht gegangen. Wir haben uns nur verwandelt. Eine dritte Stimme wispert: Das Eis hat unsere Leiber verborgen. Aber unsere Geschichte kann es nicht verbergen. Jemand fragt: Wo sind sie geblieben? Die Steine antworten: Sie sind noch immer hier. Im Wind. Im Eis. Und in diesen Steinen